Sie sind Herausgeber der Schriften von Benjamin in englischer Sprache? Ja. Und Sie sind Biograf? Ja, also werdender Biograf. Ja, ich bin Herausgeber, also Mitherausgeber von den Schriften. Wir bringen ungefähr 2/3 der Texte, die zuerst in den gesammelten Schriften auf Deutsch erschienen sind, in englischer Sprache. Und das erscheint bei Harvard University Press. Und ich bin dabei, eine Biografie von Benjamin mit dem Mitherausgeber Howard Island. Das ist ein Wissenschaftler, der an MIT, Massachusetts Institute of Technology, tätig ist. Und wir hoffen, in dem nächsten Jahr eine kurze Einführung in das Leben also fertig zu schreiben. Das wird die erste englischsprachige Biografie sein. Sie sagen, das Bios, also das Leben, der Lebenslauf, ja, von Benjamin ganz besonders schwer zu beschreiben ist. Ja, wir haben fast sofort festgestellt, wir sind beide also Interpreten von Benjamin. Aber das ist natürlich was vollkommen anderes, eine Biografie zu schreiben. Da muss man irgendwie die Person hinter den Texten, zumindest als Konstruktion, haben. Aber Spuren eines Bios, eines Lebens bei Benjamin sind nicht selten. Einer Ich-Form geführten Lebens. Ein Innenleben, ein Leben bei Benjamin. Es ist so gut wie nichts da. Es ist nur da, was in den Texten vorhanden ist. Also Echolote, das heißt also, dass er gelebt hat, ist wohl sicher. Ja? Das ist sicher, ja. Aber dass er sozusagen das, was er persönlich, privat tut, ja, das ist sozusagen nicht wirklich, das geht in der Hingabefähigkeit. Ja? Das ist genau in der Hingabefähigkeit. Literarisierung aller Lebensverhältnisse. Also wir waren Bauern ursprünglich, dann werden wir Städter, dann werden wir sozusagen in der Industriegesellschaft vergemeinschaftet. Und zum Schluss können wir erzählen. Von nicht allen nur, Phasen. Ja, wir können aber es ist noch eine Stufe weiter bei Benjamin. Es ist nicht nur, dass wir erzählen können, dass wir nur Texte sind. In dem Sinne literarisiert. Ja? Zum Text geworden. Zum Text geworden. Wie Sie wissen, spricht man immer wieder von dem Erfahrungsbegriff, den man in dem Aufsatz über einige Motive bei Baudelaire findet. Also Dichotomie zwischen Erlebnis auf der einen Seite, ja, das Einmalige, ja, das nicht bewusst aufgenommene. Isolated Experience. Ja, genau. Und auf der anderen Seite Erfahrung, ja, eine kohärente, ja, Muster von einzelnen Erfahrungen. Ja. Und diese zweite Art der Erfahrung kann dann tradiert werden, kann weitergegeben werden. Das ist natürlich interessant, aber das ist nur ein ziemlich schmaler Aspekt von seinem Erfahrungsbegriff. Und ich habe versucht zu zeigen, dass in diesem großen Buch über Baudelaire, das also nie vollendet wurde, aber das sehr gut zu rekonstruieren ist, hat er versucht, dann einen ausgebreiteten Erfahrungsbegriff zu begründen, und zwar aufgrund einer Analyse der Ware. Und für ihn ist dann natürlich, wie jeder weiß, also das Erlebnis der Moderne, das Erlebnis der Ware. Ja. Und das heißt, dass unsere Erfahrungen dadurch bestimmt sind, dass wir uns, wir selber und die Welt, immer das Neue und das immer wieder Gleiche finden. Und das ist eine Art Wiederholung. Ja? Und für Benjamin ist die Erfahrung dann nur eine Wiederholung, eine ständige Wiederholung. Also die Ware zunächst einmal, ja? Das ist das, was getauscht werden kann. Das ist das, was getauscht werden kann. Was nicht bei mir ist. Also meine Frau, meine Kuh, meinen Acker verkauft ein Bauer nicht. Ja? Das kann man ihm rauben, ja? Aber er wird es nicht zur Verfügung stellen. Auch den Glauben, ja? Den Bauern in mir. Ja? Ja. Den muss man so betrachten, dass er etwas Unverkäufliches hält. Genau. Und das war eigentlich die Vorstellung des klassischen Individualismus. Ja. Nicht? Und hier gibt es jetzt die Warengesellschaft. Und die Ware hat jetzt etwas wie eine Seele, den wahren Fetisch. Sehe ich das richtig? Genau. Er baut auf diesen Begriff in Kapital von Marx. Ja. Und er hat, wie Sie sagen, er wollte dann als Motto im Baudelaire-Buch über diesen Begriff Einfühlung in die wahren Seele
arbeiten. Ja? So wie man annahm vor Descartes oder während Descartes, dass es eine Seelenlampe gibt im Kopf. Ja. Und im Menschen gibt es hier in der Ware wirklich, ja, eine Projektion, die die Menschen in sie hineingelegt haben. Genau. Das heißt, der Wert wird von Menschen gemacht. Und diese Projektion wird immer wieder wiederholt. Je mehr ein Mensch leidet, je mehr Arbeit er investiert hat in Gegenstände, je mehr Sehnsüchte er hatte, je mehr Attribute kann er in die Waren hineinlegen, sodass sie beseelte Wesen sind. Genau. Ja? Als ob sie beseelte Wesen wären. Ja? Sodass also ein amerikanischer Straßenkreuzer auf Kuba 1952 importiert und 70 Mal schon repariert, dort mitten im Sozialismus noch Ware repräsentiert. Noch Ware repräsentiert, jawohl. Und eine schöne Frau, die für Geld etwas tut, wäre eine Ware? Wäre auch eine Ware. Ja, das ist natürlich das berühmte Beispiel von Benjamin. Ja? Und wenn sie es ohne Bezahlung tut, eventuell auch in Teilen. Ja, und das ist natürlich seine berühmte Analogie. Eine schöne Frau, die sich verkauft, ist dann, sie hat, wie er sagt, wie die Ware, das Sexappeal des Anorganischen. Je gleichgültiger sie ist, sich verhält, ja? Genau. Je weniger sie mich bemerkt, je stärker muss ich sie lieben. Ja. Und darauf gründet er den Erfahrungsbegriff. Ja, so habe ich behauptet, ja. Aber es ist nicht nur so ein Begriff der Ware. In dem Buch über Baudelaire und besonders in dem letzten Teil, also es wird 3 Teile geben. Einmal die Allegorie bei Baudelaire und dann das zweite Teil, das dann publiziert wurde, das Paris des Second Empire bei Baudelaire, die Ware als poetischer Gegenstand. Die Ware als poetischer Gegenstand. Die Ware als poetischer Gegenstand. Und er beginnt damit, dass er behauptet, dass die Gedichte Baudelaires dann wahren Charakter haben, weil sie den Schein nicht nur des Neuen, sondern auch des immer wieder Gleichen haben. Und als besonderes Beispiel davon nimmt er diese Allegorie bei Baudelaire und besonders die Allegorie der Konstellationen, der Sterne. Und er vergleicht diese Allegorien bei Baudelaire mit Allegorien bei Nietzsche, also die Allegorie des ewigen Wiederkehrs, und diese Idee bei Auguste Blanqui von der L'éternité par les astres. Was bedeutet also, das? Ewigkeit über die Sterne, durch die Sterne, das ist schwierig zu übersetzen, auch auf Englisch. Ja? Aber alle 3, Nietzsches Leitidee, diese Allegorien in den Gedichten von Baudelaire und diese politische Idee bei Blanqui sind für Benjamin dann Phantasmagorien. Und das müssen Sie mir beschreiben. Also ich kenne das Wort Phantasmagorien eigentlich nur bei Goethe. Ja? Also im Faust zweiter Teil gibt es Phantasmagorien. Ja. Ja? Aber, das sind wahnwitzige, ja? Verzerrende Aufführungen. Ja, genau. Aber was ist eine Phantasmagorie? Adorno und Benjamin haben den Begriff der Phantasmagorie verwendet. Also die bauen diese Idee auf die Idee der zweiten Natur bei Lukács auf. Also bei Lukács heißt diese zweite Natur, wir leben in einer Welt und diese Welt besteht aus Netzen von Waren. Und diese Warennetze haben dann Warencharakter, das heißt, dass sie Fetische sind. Ja? Sie üben eine eher unmenschliche Wirkung auf die Menschen aus. Das, was Marx als sinnlich-übersinnliche Effekte hat. Und Lukács hat dargestellt, dass wir in dieser wahren Welt leben, als ob wir in der Natur leben würden. Und diese wahren Welt heißt dann zweite Natur. Wie ein Treibhaus. Wie ein Treibhaus. Also es gibt einzelne Eigenschaften, die treibhausmäßig vorwärts getrieben werden im Menschen, Ja. und andere, die zurückbleiben, noch Natur bilden. Ja? Genau. Und die zweite Natur ist natürlich mit der ersten Natur so verbunden wie im Kristallpalast, Ja. einer Weltausstellung, mittendrin noch ein Baum steht. Genau. Ja? Deswegen kann ich mich aus der zweiten Natur auch nicht abwenden oder distanzieren. Oder befreien. Wie ich will, oder befreien. Genau. Das heißt, dass wir in dieser Welt leben
ohne dessen bewusst zu sein. Wie Aber in das einer geisterhaften Vorstellung. Genau, genau. Und wir leben in einer Art und Weise, in der die Sinne durchgehend, ja, verworren und degradiert sind. Und dieser Zustand, ja, für Adorno und für Benjamin, ein objektiver Zustand, heißt Phantasmagoria. Ich finde ja etwas ganz Faszinierendes, dass hier jetzt sozusagen auf amerikanischem Boden, ja, wo ja sozusagen der Marx kaum ein großes Feld of Employment hat, wo sozusagen alle Verhältnisse auch anders sind eben, ja, als in Europa im 19. Jahrhundert. Und jetzt kommen Gelehrte an großen Universitäten, Harvard, Princeton und so weiter, ja, und studieren das und bringen das wie in eine Arche Noah, von der man ja auch sagt, das war kein Schiff, sondern eine Kiste mit Büchern. Ja. Und so pflegen hier Philologen, ja, jetzt einen Schatz, ja, und ich hätte gerne die Übersetzung. Ja, wenn Sie mir jetzt doch noch einmal, ja, das Bild der Sterne, ja, deren Konstellationen, ja, wenn Sie so wollen, dass das Bild der Gravitation mit verknüpft, ja, nicht? Das Bild, dass es etwas gibt außerhalb der Welt, was nicht gefälscht werden kann mit Mitteln dieser Welt. Ja. Das ist doch immerhin bei den Sternen vorhanden. Ja. Und das ist bei Waren, wäre es eine große Auszeichnung, wenn es eine Ware gibt, ja, die der Manipulation völlig widersteht. Ja. Ich bin überzeugt, dass es das gibt. Ja. Aber bei Benjamin ist es anders. Er sieht, dass Baudelaire, Nietzsche und Blanqui versuchen, ja, den Charakter der Moderne dadurch zu entgehen, dass sie den Charakter der Moderne, also einen wahren Charakter, ja, in einer Art Apotheose oder Verherrlichung, ja, dann irgendwie ausgehen. Das heißt, dass die Waren, ja, die in großen Mengen vorhanden sind, ja, werden durch eine Art Apotheose, ja, zu Sternen. Ja, und sie sind dann, anstatt den Grund, ja, für die Misere des gegenwärtigen Lebens, eine Art Allegorie für ein besseres Leben. Aber Benjamin möchte sagen, dass dies eine falsche Allegorie ist. Wie er in dem Trauerspielbuch gesagt hat, dass es ein Trauerspiel ist ein Spiel vor Traurigen. Die sind so traurig, dass sie sich nur trösten können, indem sie wie auf einem Spiegel, ja, sich auf der Bühne noch einmal zusehen. Ja, genau. Und das dämpft die Trauer für wenige Stunden. Ja. Das ist aber sehr richtig, was er sagt. Das ist auch sehr richtig. Ja. Und das ist sozusagen eine Deutung des Theaters, ja, nicht? Und des Musiktheaters. Ähnlich wäre jetzt, sagt er, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Nietzsche, Baudelaire und Blanqui, ja, etwas Ähnliches wie sozusagen die Verwandlung der Welt in ein Theater, ja, vorführen, Genau. wiederum vor Trauernden, ja, um zu trösten. Um zu trösten, genau. Während doch sozusagen Waren nicht trösten können. Eben. Oder sagt er, Sterne können nicht trösten. Sterne, also Waren als Sterne, können und sollen nicht trösten. Und man muss die ganze Romantik einmal, ja, abwerten, den wahren Charakter der Poetik entziehen, ja, damit sie ein brauchbares Werkzeug der Erkenntnis wird. Ist das Benjamin? Das ist Benjamin. Das ist Benjamin. Ja? Also sein Grundprinzip, glaube ich, ja, ist also einerseits, dass die Welt, unsere Welt so ist, dass wir den wahren Charakter der Welt nicht mehr verstehen können. Aber das ist dann, ich würde sagen, Projekt der Frankfurter Schule. Benjamin sowie Adorno. Ja? Ja, Adorno muss den Benjamin immer vorwärts treiben, denn Benjamin vergisst den wahren Charakter gelegentlich anzuwenden. Das stimmt. Oder er vergisst, dass der wahre Charakter dann objektiv ist. Ja. Ja? Ja. Daran erinnert Adorno Benjamin immer wieder. Ja? Ja. Aber zweitens würde ich sagen, dass sie versuchen, ja, den Stand der Dinge zum Niveau des Bewusstseins zu bringen.
Ja? Das ist ein ganz einfaches Projekt, aber das ist das Projekt von Benjamin Schriften. Was hat Blanqui, ja, geschrieben und wer ist das, worauf Benjamin sich hier stützt? Ja. Auguste Blanqui war Anführer von den Revolten in Frankreich, also 3-mal. Er wurde in Haft genommen nach jeder großen Insurrektion in Frankreich im 19. Jahrhundert. Gegen Louis Philippe? Nach 1830, wiederum nach 1848 und dann nach der Kommune 1870. Und er hat diese große kosmologische Spekulation, L'Éternité par les Astres, dann in dem Gefängnis von Tadot, ich glaube, dass es Tadot heißt, in seinem letzten Haft geschrieben. Also diese kosmologische Spekulation ist vollkommen anders als die Art und Weise, in der er Blanqui selbst seine Aktivitäten früher konzipiert hat. Denn er ist ja Anarchist. Er ist Anarchist. Er glaubt an Räteregierung, an die spontane Selbstregulation, Genau. in der Menschen ja sich selber regieren können. Genau. Nicht? Und hier ist jetzt plötzlich ein großes Netzwerk von Sternen, fast wie ein Newtonsches Uhrwerk des Kosmos tätig. Ja? Und das ist ja erstaunlich. Es ist erstaunlich, aber wohl in der Enttäuschung nach dem Scheitern der Kommune. Ja? Und in Beobachtung, ja, dass diese Gesellschaften wie Uhrwerke funktionieren. Genau. Ja? Genau wie Uhrwerke hat er dann ein geschlossenes System von Sternen, ja, von materieller Energie, ja, im Universum dann vorgestellt, in dem dann diese Kombinationen, ja, sich also verändern konnten. Das heißt, dass seine Aktivitäten auch andere Folgen haben könnten, als sie jetzt im Jahre 1873 haben. Wir können also Revolutionen, die gescheitert sind, in der nächsten Zeitschleife oder Entwicklungsschleife überholen und sie verwirklichen. Genau. Er schafft einen Vorrat sozusagen Ja, an genau. revolutionären Ja. Chancen. Ja? Genau. Und das sagt Benjamin, ja, solche Vorratsbildung haben wahren Charakter. Genau. Man könnte sagen, Benjamin sucht immer wieder diese Funken, ja, von Revolutionen, dass sie nicht verloren gehen. Aber in dem Fall, ja, möchte er betonen, dass das auch eine Phantasmagorie war, ja, eine falsche Vorstellung. Ja. Also ein Versuch, ja, Blanqui selbst, ja, und seine linksstehende, ja, Freunde dann zu trösten. Ja. Aber Benjamin behauptet, dass nur durch die Erkenntnis, ja, des falschen Charakters dieser utopischen Vorstellung von den Sternen haben wir die Chance, ja, zu sehen, dass wir auch in einer Welt wohnen und leben, ja, die wir nicht verstehen. Und dass diese Versuche, ja, uns immer wieder zu trösten, ja, nichts gegen diese Welt leisten. Und uns sozusagen die Erkenntnismittel, ja, des Verstandes, der Sinne, aber auch der Poesie, auch des Geschriebenen, ja, auch der Erbschaft sozusagen wegnehmen und entwerten. Genau. Sie nehmen uns Waffen weg, sie entwaffnen uns. Umgekehrt kann man doch aber sagen, ein Mensch denkt nichts, wenn es ihm nicht Glück bringt. Er muss ja eine Hoffnung damit verknüpfen. Nur Negatives würde ja bedeuten, ich erkenne es und möchte es anschließend nicht wissen. So wie keiner auf Cassandra gehört hat in Troja. Ja. Sie wird zum Schluss vergewaltigt von einem albernen Griechenhelden. Ja? Nichts nutzt Prophezeiung sonst. Ja. Das würde er ja auch sagen. Ja, das würde er auch Der sagen. ist ein Prophet. Der Ja? Benjamin zitierte gern in der Hinsicht Kafka. Ja? Ja. Brod hat den Kafka gefragt, oh Franz, gibt es denn keine Hoffnung? Und Kafka sagte, oh ja, es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Und der letzte Satz von Benjamins Goethe-Aufsatz heißt, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Ja? Hoffnung gibt es schon, ja? Ob wir glücklich werden, das ist eine andere Frage. Nun wissen wir vom gleichen Marx, der die Warenanalyse entwickelt hat, dass es die notwendige Produktion von falschem Bewusstsein gibt,
Das heißt, wenn eine Erkenntnis die emotionale Stabilität enttäuscht, das enttäuscht, wovon ich lebe, ja, dann werde ich die Erkenntnis aufgeben, und zwar in dieser oder jener Art. Ja? Ich kann einen Irrtum gegen einen anderen austauschen, ja? Aber ich kann nicht verzichten darauf, Glück zu suchen. Pursuit of Happiness gehört sozusagen ins Programm der Evolution. Ja? Das heißt, das sagt doch Nietzsche auch, wir sind Illusionstiere. Ja? Und wie geht damit Benjamin um? Also, ich würde nie sagen, dass Benjamin das Glück sucht. Ja? Er wollte die Welt gegen eine Apokalypse vorantreiben. Ja? Und was danach passiert, wusste er nicht. Ja? Er wusste nur, dass die Zustände, so wie sie waren, unakzeptabel waren. Er ist ja in dem Sinne ein Wahrsager, ein Seher, ja? Nicht, dass er meinetwegen Auschwitz, was nach seinem Tod erst geschieht, ja? So etwas kann er lesen in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Ja, nicht? Absolut. Ja, das heißt also, er spricht ja hier von etwas, was tatsächlich unerträglich ist. Ja. Ja? Und zwar auch für die, die jetzt nicht verbrannt werden, ja? Sondern die es tun. Ja? Das ist ebenfalls Entmenschung. Ja, genau. Ja? Er sprach von der Gegenwart als Katastrophe in Permanenz. Und jetzt brauchen wir mindestens diese Mittel der Poesie, der Kommentarbildung, der Philosophie, der Recherche. Ja? Da liegt die Hoffnung. Nicht? Und da sagt er, die Ornamente erstmal, den Plüsch weg. Ja? Nicht? Und das Blanqui... Verwischte Spuren. Verwischte Spuren. Ja? Ja, das Ornament ist Plüsch für das Auge. Ja? Ja. Nicht? Und das wäre hier jetzt, die Sterne als Ornament zu gebrauchen. Ja. Ja, würde mindestens dadurch falsch sein, dass sie eigentlich auf uns nicht achten. Ja? Für Benjamin war die Welt des Kapitalismus schon eine Ruine. Ja? Die Welt wurde einmal vom Kapitalismus selbst, von den wahren Wirkungen, zerstört, hingerichtet. Aber diese Ruine, diese Welt hat noch den Schein der Kohärenz. Gebiert Lemuren. Ja. Lemuren bei Goethe gehören zur Phantasmagorie. Genau. Ja? Geisterwesen. Ja. Nicht? Das heißt, dass diese schon zerstörte Welt zum zweiten Mal vom Kritiker zerstört werden müsste.